432 Hertz Handpans sind etwas ganz Besonderes. Das zumindest sagen die einen. Die anderen wiederum sagen, die Frequenz sei Hokuspokus und eine 432 Hertz Handpan habe nur Nachteile. Wir gehen der Sache jetzt mal auf den Grund. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan-Portal. Ich bin Milan und in diesem Video werde ich keine Partei für oder gegen Handpans mit 432 Hertz Schwingung ergreifen, aber die Vor- und Nachteile gegenüber Handpans mit 440 Hertz objektiv beleuchten. Wenn du dich auch für weitere Themen rund um Handpans interessierst, dann abonniere am besten jetzt gleich diesen Kanal. Immer wieder gibt es in der Szene Diskussionen über 432 Hertz Handpans. Es schaut fast so aus, als hätten sich zwei Lager von Handpan-SpielerInnen herausgebildet. Die eine Seite schwört auf die besonderen Eigenschaften der 432 Hertz Frequenz und die andere Seite argumentiert dagegen und bevorzugt 440 Hertz Handpans. Es ist an dir herauszufinden, ob eine Handpan mit Schwingung von 432 Hertz für dich passend ist. Aber lass dich bitte nicht von anderen Meinungen abschrecken. Die Auswahl deiner Handpan ist ausschließlich deine persönliche Entscheidung. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Was ist überhaupt eine Frequenz und was bedeutet Hertz? Die Frequenz ist eine physikalische Größe. Sie gibt bei einem Schwingungsvorgang die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an. Hertz ist dabei die Maßeinheit der Frequenz, benannt nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz. Das Einheitssymbol für Hertz ist Hz. Niedrige Frequenzen, also eine langsame Abfolge von Schwingungen, nimmt das menschliche Ohr als tiefe Töne wahr. Hohe Frequenzen wiederum, also eine schnelle Abfolge von Schwingungen, nehmen wir als hohe Töne wahr. Rein physikalisch lässt sich also sagen, 432 Hertz Handpans schwingen langsamer und sind daher etwas tiefer als 440 Hertz Handpans. Zur Einordnung der ganzen 432, 440 Hertz Thematik ist es noch wichtig zu wissen, was der Kammerton ist. Der sogenannte Kammerton A1 wurde festgelegt, um für das Stimmen von Instrumenten einen Bezugspunkt zu haben. Er wird auch als Normalton oder Stimmton bezeichnet. Er ist der Ton, auf den die Instrumente eingestimmt werden. ChorleiterInnen und MusikerInnen nutzen für die einheitliche Stimmung ihrer Instrumente auf diese Tonhöhe dann zum Beispiel Stimmgabeln in der entsprechenden Kammertonhöhe. Obwohl bereits die Hebräer, die Sumerer und die alten Ägypter ihre Instrumente nach dem Kammerton A1 432 Hertz einstimmten, legte 1939 die Internationale Stimmkonferenz den Standard Kammerton auf A1 440 Hertz. Der Kammerton A1 432 Hertz wiederum wird oft auch als das harmonische Klangmuster der Schöpfung bezeichnet, da er mit der Natur, mit dem Kosmos und dem Menschen im Einklang schwingen solle. Schauen wir uns nun mal die Vorteile an, die Handpans in der 432 Hertz Stimmung gegenüber Modellen in 440 Hertz haben sollen. Vorab möchte ich aber sagen, dass sich die Handpan-Szene über die Vorteile der 432 Hertz Handpans uneinig ist. Ich möchte hier aber nicht entscheiden, ob die besonderen Eigenschaften der 432 Hertz Frequenz wirklich existieren oder nicht, sondern lediglich die Vorteile der 432 Hertz Schwingung aufzeigen, wie sie in der Handpan-Welt vielfach erörtert und diskutiert werden. Handpans, die auf 432 Hertz gestimmt sind, werden von einigen Menschen folgende Eigenschaften zugeschrieben. Sie sollen besonders entspannend, beruhigend und harmonisch auf den Körper wirken und dadurch Stress und Spannungen besser abbauen. Außerdem würden sie Körper und Seele in Einklang bringen und somit besonders für Meditation, Klangtherapie und Yoga geeignet sein. Auch die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und Zufriedenheit fühlen Fans der 432 Hertz Frequenz beim Spielen einer solchen Handpan. Ebenso spüren einige eine positive Wirkung auf Blutdruck, Atem- und Herzfrequenz sowie die Verbesserung der Schlafqualität. Es gibt aber nicht nur MusikerInnen, die eine Handpan mit einer Schwingung von 432 Hertz befürworten. Manche meinen, dass sich die von einigen Menschen wahrgenommenen Vorteile wissenschaftlich nicht eindeutig nachweisen lassen und somit nicht existieren. Außerdem ist eine Handpan handgemacht und wird von Menschen gestimmt, sodass eine perfekte Stimmung gar nicht möglich sei.
Damit ist gemeint, dass eine Handpan nie perfekt in der Frequenz von 432 Hertz schwingen würde. Neben den verschiedenen Meinungen zu den beiden Handpan-Frequenzen gibt es aber auch klare Nachteile von 432 Hertz Handpans, die nicht unerwähnt bleiben sollten. Leider kannst du mit einer 432 Hertz Handpan nicht mit anderen Instrumenten zusammenspielen, die auf die Frequenz von 440 Hertz eingestimmt sind. Und da die Mehrheit der Handpans und auch anderer Musikinstrumente eben in 440 Hertz gestimmt ist, wirst du es schwer haben, MusikerInnen zu finden, die mit dir zusammenspielen können. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass du deine 432 Hertz Handpan etwas schwieriger wieder verkaufen kannst als eine 440 Hertz Handpan. Die Nachfrage dafür ist einfach etwas geringer. Bitte beachte auch, dass ein Umstimmen auf eine Handpan-Frequenz von 440 Hertz später nicht möglich ist. Wer sollte sich jetzt also eine 432 Hertz Handpan kaufen und wer lieber zu einer 440 Hertz Variante greifen? Es existieren möglicherweise Vorteile von 432 Hertz Handpans, aber auch Nachteile und gegensätzliche Meinungen zum Thema. Allerdings muss vielleicht auch nicht immer alles zu 100% wissenschaftlich nachgewiesen werden, wenn Menschen einen positiven Einfluss von etwas spüren. Es kommt auf dein persönliches Empfinden an. Ich kann dir aber Folgendes raten. Kaufe dir eine 432 Hertz Handpan, wenn du dich gut über die Nachteile informiert hast, du dich von der 432 Hertz Schwingung berührt und angezogen fühlst, du beim Hören einer 432 Hertz Handpan Entspannung und Stressabbau erfährst oder du deine Handpan im esoterischen, therapeutischen, schamanischen oder heilsamen Bereich nutzen möchtest. Kaufe lieber eine 440 Hertz Handpan, wenn du den Argumenten für die 432 Hertz Handpan nicht folgen kannst oder du mit anderen Instrumenten und MusikerInnen oft zusammenspielen möchtest. Denke immer daran, du solltest genau die Handpan spielen, die dir Spaß bringt und dich glücklich macht, ungeachtet dessen, was andere dazu sagen. Hör auf dein Herz und deine Intuition. Du kennst jetzt die Vor- und Nachteile von 432 Hertz Handpans und kannst für dich selbst beurteilen, ob dich die besondere Schwingung interessiert. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Solltest du noch Fragen rund um die Frequenz von Handpans haben, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß mit deiner Handpan.